Schule und Brot für Tansania ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von weißen Kindern oder Kindern in sehr armen Verhältnissen in der Diözese Moshi des jährigen Universitätsprofessors Dr. Pater Aidan Msafiri. Im Santa Ana Maria Kindergarten werden etwa 178 der kleinsten Kinder liebevoll betreut. Diese Kinder erhalten von Beginn an Essen, Kleidung und in spielerischer Gestaltung Bildung in der christlichen Gemeinde der Fa Kilema am Fuß des Kilimanjaro. Fly, 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 the butterfly in the meadow is flying high, in the garden is flying low. Die kleinsten der Kleinen werden durch geschulte Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und Ordensschwestern der Diözese einfühlsam und behütet versorgt. Wenn alle Kinder mit den kleinen Schulbussen in den Kindergarten gebracht wurden, beginnt nach der Spielvorbereitung ihr Unterricht. Die Kinder sind glücklich, singen und klatschen, während sie in ihre Klasszimmer gehen. So beginnen sie ihren Tag. Es werden gemeinsam viele Lieder gelernt und immer wieder gesungen und geklatscht. Der Santa Ana Maria Kindergarten liegt gut geschützt neben der katholischen Kirche von Kilema in einem weitläufigen Gebiet mit Gemüsegärten und vielen Pflanzen. Die Buchstaben werden spielerisch durch viele bunte Bilder dargestellt. Die Kinder lernen in einer vergnügten und unterhaltsamen Atmosphäre die wichtige Grundkenntnis für ihr Leben. Im Englischunterricht werden auch die Begriffe wie Zahlen und Worte in der Gruppe einfach und spielerisch vermittelt. Die wunderbare Tierwelt von Tansania mit Giraffe, Zebras, Elefanten, Löwen und Antilopen sowie zahlreiche Früchte wie Bananen und Ananas dienen als farbenfrohe Vorlage für die verschiedenen Worte in Swahili und in Englisch. Bewegung im Unterricht ist besonders wichtig für das Erlernen von neuen und oft komplexen Aufgaben. Spiel und Wiesen wird in vielen lustigen Bildern und mit einem kleinen Tiergehegen vermittelt. Die Kinder sind fröhlich und glücklich und erfahren eine geborgene und liebevolle Gemeinschaft mit Bewegung, Musik, Tanz und Spiel. Immer froh und nicht jammern. Auch die Großen machen gerne mit und freuen sich, wenn es ihren kleinen Schützlingen gut geht. So erfahren die Kinder Werte wie Freundschaft, Zusammengehörigkeit, Aufrichtigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Bildung in einer christlichen Umgebung.
Und auch das Vergnügen darf nicht zu kurz kommen. Die Kinder haben immer großen Spaß auf ihrem Kinderspielplatz mit Schaukeln, Rutschen und Ballspielen, sehr oft mit Pater Dr. Aidan. Die Kinder wachsen in einer geschützten und behüteten Umgebung auf und erfahren Liebe, Geborgenheit und Freude und erhalten Kleidung, Essen und medizinische Betreuung für ihr Wohlergehen. Kiashi Primary School und andere Volksschulen, Kilema Primary School und Kisuluni Primary School. In der Kiashi Primary School werden die Kinder im Alter von 6 oder 7 Jahren bis 12 oder 13 Jahren in allen Grundschulbildungen wie Lesen, Schreiben und Rechnen sowie Naturwissenschaften, Geographie und Technik etwa 7 Jahre lang intensiv unterrichtet. Etwa 570 Kinder von der Kiashi Primary School werden von etwa 12 Lehrerinnen und Lehrern in den verschiedenen Fächern unterrichtet. In der Kiashi Primary School erhalten die Kinder und Jugendlichen neben ihren Schulsachen und täglich eine warme, gesunde und nahrhafte Mahlzeit und hin und wieder auch sehr beliebte Getränke. In der Großküche hilft ihr Pater Aidan bei der Zubereitung der Speisen aus verschiedenen Gemüsen, Schoten, Mais und Hirsenblüten und andere energiereichen Zutaten wie Nüssen mit. Diese energiereichen und gesunden Speisen sind sehr wichtig für das Wachstum der Kinder. Im Speissaal können die Kinder dann gemütlich und gesegnet essen. Ein wichtiger Bestandteil und eine Besonderheit in der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen ist das Berufsbildungszentrum Papa Bridge. Hier werden etwa 289 Jugendliche ab dem Alter von 16 oder 17 Jahren in verschiedenen Berufen ausgebildet. Bildung ermöglicht den wirtschaftlichen Aufbau auf dem afrikanischen Kontinent und letztlich Wohlstand und Sicherheit. Liebe eine Weltgruppe, es sind jede Menge Brot bei uns, jede Menge beste Brot bei uns. Herzlichen Dank für die Unterstützung und wir haben die beste Brot. Papa Bridge Brot, das beste Brot überhaupt, ja? Papa Bridge Brot. Und Semmeln. Papa Bridge Semmeln. Das Papa Bridge Brot wird in der Bäckerei in Brotöfen selbst hergestellt und ist bei den Kindern sehr beliebt. Hier lernen die Jugendlichen das Bäckerhandwerk. Das Projekt wird gesponsert von Menschen der Eine Weltgruppe in Albruck in Deutschland. Brot ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel auch am afrikanischen Kontinent und hilft Hunger und Not zu beseitigen. Mit ihren wohltätigen Spenden kann dieses Brot hier hergestellt werden. Neben Nahrung ist Kleidung ein weiteres wichtiges Grundbedürfnis. In Papa Bridge
Schneiderei lernen die Jugendlichen, ihre Schuluniformen und Arbeitskleidungen selbst zu nähen. Das klassische Handwerk des Schneiders ist auch in der heutigen Zeit sehr wichtig. Die Jugendlichen arbeiten mit Stoffen und Zuschnitten und lernen diese mit einfachen Nähmaschinen zu verarbeiten. Besonders beliebt bei den Jugendlichen ist die Ausbildung zu Computerspezialisten. Die Begabtesten erhalten ein Basiswissen über die moderne Technologie der Computer. Ihr Wissensstand wird durch engagierte Lehrer und Lehrerinnen geprüft und weiterentwickelt. Auch der Umgang mit Schreibmaschinen und dem 10-Fingersystem wird im Papa Bridge Ausbildungszentrum vermittelt und geübt. Die zukünftigen Office Manager und Managerinnen erhalten einen praxisorientierten Unterricht. Moderne Elektrotechnik und umweltfreundliche Solartechnik ist ein wichtiges und zukunftsorientiertes Projekt des Papa Bridge Ausbildungszentrums. So erhalten die Jugendlichen anschauliche Kenntnisse, wie sie ihre Umwelt besser schützen können. Die Jugendlichen erlernen den Umgang mit Strom und Spannung, Solarenergie und Sicherungstechnik. Zur Elektrotechnik gehören die Installationstechnik und das richtige Verlegen von Starkstromleitungen. Ein wichtiger Bereich der Metallverarbeitung ist die Schweißtechnik. Hier werden die Rahmen für die Tische und Sessel der Schule hergestellt. Mit großen Drehmaschinen, Fressmaschinen, Bohrmaschinen und Sägen werden in den Werkstätten des Papa Bridge Ausbildungszentrums auch verschiedene Metallteile hergestellt und verarbeitet. Die Jugendlichen lernen hier, wie Scharnieren und Bolzen für Fenster und Türen oder andere technische Anlagen hergestellt werden. In der Blechverarbeitung des Papa Bridge Ausbildungszentrums werden Winkel, Stützen, Rahmen oder andere Blechteile und Gitterteile hergestellt. Mit großen Maschinen werden die Bleche zugeschnitten, gestanzt und verformt. Besonders beliebt ist auch die Kfz-Werkstätte bei den Jugendlichen. Hier erlernen die jungen Kfz-Mechaniker im Papa Bridge Ausbildungszentrum den Aufbau und den Antrieb von Kraftfahrzeugen und die Reparatur von Motoren und Getriebe. Im Ausbildungszentrum für Hoch- und Tiefbau werden Ziegel mit Sand und Zement hergestellt. Der Sand ist hier rot, was den zukünftigen Ziegeln oftmals eine eigene Farbe verleiht.
Die gepressten Ziegel werden schließlich etwa eine Woche in der Sonne getrocknet, hier und wieder mit Wasser befeuchtet und schließlich gelagert. Diese speziellen Verfahren machen die Ziegel härter und qualitativ hochwertiger. Die jungen Maurer stellen dann mit den selbst gefertigten Ziegeln auch die neuen Ausbildungsgebäude her. Ein zentrales Kernstück des Papa Bridge Ausbildungszentrums ist weiters die Tischlerei und die Holzverarbeitung. Mit großen Sägen und Fräsen werden die Holzstücke und Bretter zugeschnitten und bearbeitet. Die Möbel wie Tische und Stühle für den Kindergarten und die Schule werden hier im Berufsbildungszentrum in bemerkenswerter Arbeit selbst hergestellt. Holz ist ein nachhaltiger und natürlicher Werkstoff. Eine Weltgruppe aus Albruck, Deutschland. Super, danke für die Unterstützung. Ein neues Projekt ist das Wasserprojekt, gesponsert von Freunden der Eine Weltgruppe von Albruck in Deutschland. Ja, und Albruckerinnen. Albrucker und Albruckerinnen. Hier wird lebenswichtiges Trinkwasser vorbereitet und in Flaschen gefüllt und verteilt. Das ist Wasservorbereitung Fabrik, wurde von Albrucker eine Weltgruppe sponsorisiert. Ja, vielen Dank und wir freuen uns. Kommen Sie doch mit uns und schauen Sie, wie die Trinkwasseranlage arbeitet. Zuerst werden Kunststoffhülsen erhitzt, um sie weicher zu machen. Anschließend werden die erwärmten Kunststoffrohlinge mit Pressluft in einer Metallform zu Flaschen aufgeblasen. Der elektrische Kompressor liefert die erforderliche Pressluft für die Anlage. Die fertigen Flaschen werden mit sauberem Wasser gespült und gereinigt. Anschließend werden die Flaschen mit Trinkwasser gefüllt und verschlossen und versiegelt. Zuletzt werden die Etiketten mit dem Papa Bridge Kilema-Bild befestigt. Wasser ist die Grundlage von Leben. Mit diesem Projekt erhalten viele Menschen sauberes Trinkwasser.
In einem weiteren Papa Bridge Restaurant lernen junge Menschen kochen und die Zubereitung von Speisen. Alles hier vorbereitet. Es ist Papa Bridge Restaurant. Ne? Papa Bridge Restaurant. Sachen hier. Ja, super Sachen hier. Schau. Alles ist voll. Und so viel Kuchen kommen hier. Auch der Abwasch gehört zu den Aufgaben in der Küche. Und die fertigen Speisen werden durch geschulte junge Menschen den Gästen serviert. Wir danken allen Spendern und allen ehrenamtlichen Helfern des Kinder- und Jugendprojektes von Universität Professor Dr. Pater Aidan Msafiri der Diözese Moshi in Kilema Parish, Tansania, die für die ärmsten Kinder in Afrika mit ihrer Unterstützung Zukunft schenken. Herzlichen Dank, vergelt's Gott und Gottes Segen. Nur wenn gute Menschen nichts tun, triumphiert das Böse.